Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video geht es um das Sony Xperia 5 Mark II und Sony betitelt dieses Handy als kompakt und leistungsstark, das perfekt in der Hand liegt. Stimme ich dem zu? Absolut. Es liegt wirklich perfekt in der Hand. Dazu kommen wir in der Kategorie Design und Verarbeitung. Allerdings sagt Sony auch weiter, dieses Handy ist für Fotografen, Filmeliebhaber, Musikfans und Gamer. Was ist mit dem Rest? Ist es kein Mainstream-Telefon? Diese Frage klären wir in diesem Review. Bleibt also unbedingt dran. Die erste Kategorie: Design und Verarbeitung. Zum Design kann man sagen, es ist ein längliches Format im 21:9 Format, also wirklich ziemlich lang und schmal. Aber gerade deswegen liegt es halt so perfekt in der Hand. Ihr seht es, mein Daumen berührt den Ringfinger ohne Probleme und durch die abgerundeten Seiten liegt es wirklich, schmiegt es sich schön in die Handinnenfläche ein und es liegt mega gut in der Hand. Von der Gewichtverteilung her ist es nicht kopflastig, sodass zu keinem Zeitpunkt eigentlich die Gefahr bestand, dass das Gerät nach vorne hin weggibt. Absolut nicht. Also es liegt sehr gut in der Hand, das Inhandgefühl ist super. Wir machen weiter mit dem Design. Ihr seht es jetzt, wir haben oben und unten einen gewissen Rand. Also es ist kein randloses Telefon. Es ist auch kein Telefon, das ein gekrümmtes bzw. gebogenes Display hat, sondern es ist ein flaches Display. Da bleibt sich Sony einfach treu. Es muss einem gefallen, allerdings sind diese Ränder oben und unten absolut berechtigt. Dazu kommen wir auch im weiteren Verlauf. So, wir machen weiter. Auf der rechten Seite geht es halt wirklich mit einer Vielzahl an Knöpfen weiter. Hier haben wir die dedizierte Kamerataste, die aus dem Gehäuse rausragt. Da kann man dann länger drauf gedrückt halten und die Kamera startet sich automatisch. Das ist eigentlich ein ganz cooles Feature. Dann allerdings haben wir den Google Assistant Key, der ist im Gehäuse versenkt, das heißt, wirklich in einem Testzeitraum, den ich jetzt hatte, ist es eigentlich gar nicht vorgekommen, dass ich den Google Assistant aus Versehen gestartet habe. Dann haben wir den Ein-Aus-Schaltknopf mit integriertem Fingerabdrucksensor, kommen wir auch gleich dazu, ob der gut ist oder nicht. Und dann noch die Lauter-Leise-Wippe. Auf der Oberseite ein Mikrofon und tada, ihr seht es, ein wirklich noch 3,5 mm Kopfhörereingang. Ich glaube, auch wegen dem Eingang ist hier ein gewisser Rand erforderlich. Auf der linken Seite haben wir nichts als den Einschub für die SIM-Karte oder die Micro-SD-Karte. Und Sony-typisch, ihr wisst es wahrscheinlich bereits alle, kann man diesen SIM-Schlitten mit dem Fingernagel rausnehmen. Das heißt, man braucht kein Werkzeug für. Die Belegung ist auch angegeben, entweder 2 Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte. Finde ich gut, dass Sony hier auch noch mit dem Micro-SD quasi festhält an der Micro-SD-Karte. So, dann kommt das wieder rein. Genau. Und auf der Unterseite geht es weiter mit einem weiteren Mikrofon und dem USB-Typ-C-Eingang, der in der Version 3.1 daherkommt. Das Design auf der Rückseite, ihr seht es, ziemlich minimalistisch gehalten, keine riesigen Kameramodule oder auch die zum Rand hin verschmelzen, sondern ganz leicht herausragende 3x12 Megapixel Kameras mit Zeiss T Sternbeschichtung. Das soll einfach dafür sorgen, dass weniger Reflexionen auftreten. Dann haben wir hier einen einfachen Blitzlicht und einen weiteren Sensor. Hier oben noch das Symbol für NFC. Was leider bei diesem Telefon fehlt, ist hier mittig platziert eine induktive Ladespule. Das heißt, Wireless Charging wird hier nicht unterstützt. So viel zum Design des Geräts. Also, ich finde das Design wirklich gut. Dadurch, also die Ränder oben und unten stören mich nicht, weil sie symmetrisch sind, weil sie gleich breit sind. Kommen wir zur Verarbeitung. Das
Sony Xperia 5 Mark II ist bombenfest. Ihr hört da nichts, da knarzt absolut nichts. Allerdings, ich weiß nicht, ob es bei allen Geräten so ist, aber bei meinem Gerät ist die lauter leise Wippe. Die hat extrem viel Spiel, ihr seht es. Das trübt den ansonsten sehr guten Eindruck dieses Gerätes. Und was mir designtechnisch gar nicht gefällt, Sony, ist diese glänzende Rückseite. Ihr seht das jetzt schon, sehr viele Fingerabdrücke, sehr viel Schmutz und ja, hochglänzendes Glas fühlt sich auch nicht so hochwertig an, wie macht das Glas. Und ich meine, Sony hat damals, war einer der ersten Hersteller oder der erste, ich weiß es nicht mehr genau, der mit Frost oder matten Rückseiten angefangen hat. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie jetzt hier im Jahre 2020 bzw. 2021 noch mit glänzendem Glas arbeiten. Aber gut, abgesehen davon sehr, sehr gutes Design, ein paar Verarbeitungsmängel, ja, aber es liegt sehr gut in der Hand. Jetzt machen wir weiter, jetzt kommen wir zum Punkt Fingerprint-Sensor, also Fingerabdrucksensor direkt, wenn wir schon mal hier sind und ins System wollen. Ihr habt es gesehen, mega schnell und die Erkennungsrate ist auch wirklich sehr, sehr gut. Ihr seht es, ich brauche wirklich nicht lange draufhalten. Die einzigen Male, wo wo der Fingerabdrucksensor nicht so will, ist, wenn die Finger halt wirklich feucht sind. Nehmen wir mal an, ihr habt die Hände gewaschen und wollt sofort auf das Handy zugreifen, dann meckert er ein bisschen rum und dann klappt es auch nicht so gut, sodass man den Daumen oder je nachdem welcher Finger, dann auch der Zeigefinger, dass man den einfach mal ein bisschen trocken wischt und dann funktioniert das ohne Probleme. Also dieser Fingerabdrucksensor hat mich nicht aufgeregt. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Gefällt mir. So, dann kommen wir auch direkt zum Star der Show. Das heißt, dem Bauteil, mit dem man tagtäglich interagiert. Das heißt, das ist das Display. Wir haben hier ein 6,1 Zoll Full HD Plus Display, also kein WQHD oder noch höher oder sogar 4K Auflösung wie beim großen Bruder, dem Xperia 1 Mark II. Ist wirklich nur eine Full HD Plus Auflösung, allerdings auf 6,1 Zoll begrenzt. Haben wir eine sehr hohe Auflösung. Das ist eine PPI von über 400 und einzelne Pixel habe ich nicht gesehen, sodass ich von der Auflösung her absolut zufrieden bin. Von den Farben her bin ich auch super zufrieden. Dann können wir mal kurz in die Einstellungen gehen und uns das anschauen. Display. Die Qualität, ihr seht es bereits hier, Powered by Cine Alta, 10-Bit Farbe und HDR-Spezifikation kompatibel, das heißt, das ist eine absolut hohe Farbtreue durch diese Kooperation, ich sage mal, mit der Fernsehabteilung, beziehungsweise Fernsehabteilung von Sony, die haben da Hand in Hand gearbeitet, also von den Farben her bin ich absolut zufrieden. Schärfe her absolut zufrieden. Das Einzige, was gut ist, ist die maximale Helligkeit, aber sie ist nicht sehr gut. Ich habe jetzt den Vergleich zum iPhone 12, zum Galaxy Note 20 Ultra und auch zum Z Fold 2 und da ist dieses Display nicht ganz so hell wie die anderen Hersteller. Aber wenn ich den Vergleich nicht hätte, würde sie reicht auch aus. Die maximale Auflösung reicht aus, man kann es unter direkter Sonneneinstrahlung ablesen, aber es könnte noch ein Ticken heller sein. Aber abgesehen davon ist es wirklich ein sehr, sehr gutes, hochwertiges Display. Und was auch ein Pluspunkt ist für dieses Gerät, Grünstichproblem habe ich bei dem nicht feststellen können. Ganz, ganz, ganz marginal, ist einfach vernachlässigbar gering. Von daher bin ich mit dem Display mega zufrieden. Dann kommen wir zum Punkt Lautsprecher. So, ich habe vorhin schon angesprochen, die dicken Ränder oben und unten. Das ist dadurch bedingt, dass wir Stereo-Front-Lautsprecher haben. Das ist richtig genial. Ihr seht es hier, das ist die Hörmuschel mit dem Lautsprecher. Und auch hier unten, ihr seht hier einen ganz großen Schlitz, beginnt hier und geht bis hierhin rüber. Das heißt, die Lautsprecher sind beide dem Anwender, dem Benutzer zugewandt. Und das ist mega klasse. Ja, bei den meisten Telefonen ist es ja so, dass hier die Schallwellen hier rauskommen und der untere dann quasi nach rechts abstrahlt. Aber hier ist es so, dass beide nach vorne zum Benutzer hin abstrahlen und das ist ein sehr, sehr gutes Erlebnis.
Das gefällt mir sehr gut. Und die Lautsprecher sind auch wirklich klasse. Die sind hochwertig. Sie verzerren selbst auf maximaler Stufe nicht. Allerdings fehlt mir hier der Bass. Ne? Der Sound, also die Lautsprecher wirken so ein bisschen flach. Dadurch, dass das Gerät nicht so viel Bass produziert. Liegt aber auch, jetzt muss ich hier meinen Musiktitel mal starten. Erstmal ganz leise, damit ich ja keine Probleme kriege. So, jetzt spielt die Musik, jetzt läuft sie. Und jetzt seht ihr die dynamische Vibration. So, wenn das hier komplett runtergeschaltet ist, damit das Gerät nicht zusätzlich vibriert, wie jetzt ein Sony DualShock Controller, dann ist der Sound wirklich mega flach. Absolut kein Bass. Und das ist kein schönes Gefühl und kein schönes Erlebnis, kein Musikerlebnis. Wenn ich jetzt aber die Vibration auf Maximum stelle, dann vibriert das Gerät zwar synchron zur Musik oder je nachdem, was für Medien jetzt gerade laufen. Ihr seht es. Hier steht es immer, Vibration und Media Audio synchronisieren. Das Gerät vibriert jetzt gerade, vielleicht hört ihr das auch. So, vielleicht kam es gerade rüber. Allerdings, wie gesagt, dann produziert das Gerät zwar Bass, aber nicht so gut wie ein iPhone oder ein Galaxy, aber das Gerät vibriert unheimlich stark mit. Und das gefällt mir nicht. Das ist kein gutes, kein gutes Erlebnis, weil wenn man das Gerät so hält, dann werden irgendwann wirklich die Fingerkuppen hier, die Fingerspitzen taub. So stark ist das, ja. Ach stimmt, jetzt fällt mir noch gerade ein, zur Verarbeitungsqualität könnte ich noch Folgendes sagen. Das habe ich ja total vergessen. Das Gerät wirkt einfach hohl oder ist hohl. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied raushören könnt. Hier ist es voller und dann wird es immer hohler. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt heraushörbar ist. Allerdings spielt es auch eine Rolle bei den Lautsprechern. Wenn ich Musik höre auf höchster Lautstärke, dann vibriert generell dieser Bereich extrem stark mit. Hier nur leicht, also hier in dem oberen Bereich leicht, hier unten leicht, aber hier dieser Bereich, dadurch, dass er so hohl ist, das Gerät vibriert unheimlich mit. Und für diejenigen wie mich, die eine Hülle, ein Case nicht benutzen, ist es halt ein Problem, weil wenn ich mein Gerät so halte oder so, beispielsweise bei Spielen oder wenn ich mir einen Film angucke oder eine Serie und das Gerät so halte, ungelogen nach einer Weile werden die Fingerspitzen taub. Das Problem könnte man lösen, indem man eine Hülle benutzt. Dann spürt man es wahrscheinlich nicht so stark, aber ich mag keine Hüllen und das ist für mich ein Problem. Ein ziemlich großes sogar, dass das Gerät mit vibriert. Aber abgesehen davon, wie gesagt, das Gerät wird laut. Die Lautsprecher verzerren nicht, allerdings fehlt mir der Bass, sodass der Sound, das Hörerlebnis einfach ein bisschen flach daherkommt. Und die dynamische Vibration ist jetzt auch nicht so der Knaller. Ich würde mir für die nächste Generation von Sony wünschen, dass sie das komplett abschaffen, dass sie die Rückseite bzw. das Innenleben, ich sag mal, komplett ausfüllen, sodass da keine Hohlräume sind und das Gerät an sich nicht so stark vibriert. So, jetzt kommen wir zu den Kameras. Wir haben auf der Front eine 8-Megapixel Kamera mit einer Blende von f2.0. Die macht ganz ordentliche Fotos. Das ist nichts Herausragendes, aber auch nichts Schlimmes. Also sie geht absolut in Ordnung. Auf der Rückseite haben wir, wie schon vorhin erwähnt, 3x12 Megapixel Kameras, wobei die Hauptkamera eine Blende von 1.7 hat, die Telelinse eine Blende von f2.4 hat und die Ultraweitwinkelkamera eine Blende von f2.2. Das Kamerasystem von Sony ist gut, wirklich gut. Für diejenigen, die wissen, wie man mit Kameras umgeht, also diejenigen, die manuell Kameraeinstellungen vornehmen, ist es eine sehr gute Kamera. Das ist wirklich ein spezielles Telefon mit spezieller Software. Ich habe sie hier mal herausgesucht. Ihr seht es. Wir haben ab Werk 3 kamerabezogene Apps. Einmal Cinema Pro für Videografie,
einmal Photo Pro für Fotos und einmal die Standard altbekannte Kamera-App. Das ist die App, die Sony unbedingt mit auf dieses Telefon packen muss, denn sie ist für Laien, wie mich. Das ist ganz normal, ihr startet diese App, habt hier Point and Shoot, zack, zack, und gut ist. Sie ist auch, ich sag mal, simpel bzw. intuitiv aufgebaut. Kamera mit den verschiedenen Brennweiten hier, Tele, Normal, Ultraweitwinkel, mit einigen Einstellungen, Möglichkeiten hier auf der Seite und dann noch den Videomodus. Was mir jetzt nicht gefällt, ist in der normalen Kamera-App im Videomodus, dass die Videogröße wird nur 4K 30 FPS unterstützt, obwohl hier ein Snapdragon 865 verbaut ist. Also 4K 60 FPS gibt es einfach nicht. Das ist schade. Aber ansonsten eine gute, ich sag mal, App für Otto-Normalbenutzer mit einer, ich sag mal, schnellen Auslösezeit. Ihr seht, das Video kann man pausieren oder auch einen Snapshot machen, ein Foto zwischendurch. Und die Auslösegeschwindigkeit, die ist gut. Die Auslöseverzögerung, die ist echt gut. So, dann kommen wir zu den Profi-Apps. Ihr seht die Photo Pro App. Wir hätten auch aus diesem Menü heraus, ihr seht das hier, Modus. Wir haben jetzt einige Modi hier. Google Lens, Zeitlupe, Panorama. Können wir auch die Photo Pro App starten. Das heißt, da ist ein Link dazu, eine Verlinkung. So, jetzt fängt für mich der Spaß an. Als ich dieses Gerät das erste Mal verwendet habe, beziehungsweise diese App, war ich total überfordert. Ich bin es immer noch. Ich bin einfach kein Experte. Ich habe auch vorher noch nie mit Systemkameras und sowas gearbeitet. Vor allem auch nicht mit Sony-Geräten. Und da fehlt mir dann bei so einer App einfach ein Tutorial zu Beginn, wenn man sowas startet. Denn wir haben jetzt hier mehrere Programme, sag ich mal. Einmal der Automodus. Und das ist jetzt ganz wichtig. Der Automodus in dieser App produziert bzw. erzeugt dieselben Fotos wie die normale App. Ich sag mal 1:1 identisch. Das habe ich ausgetestet. So, dann gibt es aber den Modus P. Fragt mich bitte nicht, was das ist. Wie gesagt, ich kenne mich mit dieser App immer noch nicht so gut aus. Und dann gibt es noch S für Shutter, das weiß ich. Kann man den Shutter Speed einstellen. Da kann man den jetzt hier quasi nach rechts und links bewegen. Und hier ist, glaube ich, so, dass dann viel Licht quasi eingefangen werden kann. Hier ein manueller Modus und ich glaube hier Memory Recall. Also es ist schon für Leute, für Laien echt unübersichtlich. Man hat hier Einstellmöglichkeiten, man kann sich das Histogramm anzeigen lassen oder auch Level anzeigen, ob man jetzt wirklich gerade ist oder nicht. So, da habt ihr es. Objektiv, welches man gerade verwendet. Hier unten noch die Angabe. Wir sind gerade bei einer Blende von f1.7 und einem ISO-Wert. Und hier auf der rechten Seite hat man noch Einstellmöglichkeiten wie Weißabgleich und welches Dateiformat, also JPEG oder RAW oder beides. Oder auch Autofokus. Man muss sich wirklich in diese App reinsteigern. Man muss sich da reinarbeiten. Und Sony hat auch wirklich auf YouTube Kurzfilme, Kurzvideos für diese App erstellt. Aber da muss man sich wirklich mit diesen Videos zusammen diese App aneignen. Ansonsten wird das nichts. So, dann kommen wir zur Cinema Pro App. Auch wieder powered by Cinealta. Der Aufbau dieser App ist ein bisschen, ich sag mal, intuitiver, ist ein bisschen einfacher. Wir haben alle unsere Einstellmöglichkeiten hier auf der rechten Seite. Man kann hingehen, auf das Hamburger-Menü klicken, Projekt öffnen oder die Bibliothek anschauen, Stabilisation ein, Messwerthilfe ein, Rahmenlinien, also diese Gitterlinien, Rahmen- und Gitterlinien, und Level quasi einstellen. So hat man auch einen intelligenten Filter, was auch ganz klasse ist. Und noch, hier sogar ein Tutorial, das ist klasse. So, wir bleiben jetzt allerdings mal bei diesem Projekt, das hatte ich vorher erstellt, YouTube. Man kann hier auswählen zwischen einer Auflösung von 4K und 2K, die Framerate einstellen. Und jetzt geht's. Passt mal auf, wir haben jetzt 4K und nur in dieser App wird es unterstützt 60 FPS.
So, da frage ich mich, warum wird das nicht in der normalen App unterstützt? Haben wir noch weiter in 30 FPS, 25, 24. So, lass uns mal bei 60. Dann haben wir hier verschiedene Stile, die bringt diese App jetzt mit. Denise, opak, so hell und warm und kräftig, kühl, weich und weiches Monochrom, also schwarz und weiß. Das sind die Stile, die man da auswählen kann. Dann kann man noch hier das Objektiv. Jetzt bei der aktuellen FPS geht das nicht, aber das Objektiv, also ob man jetzt die normale Standardkamera, die Telekamera oder die Ultraweitwinkelkamera benutzt. ISO einstellen, Weißabgleich, Verschlusszeit und Fokus. Was gut ist, dass man immer die Möglichkeit hat, wenn man sich mit diesen Werten nicht auskennt, was da passiert. Aber wir haben ja hier eine Vorschau. Wenn ich die Verschlusszeit jetzt hier verändere, da wird das Bild dann immer dunkler. Und irgendwann dachte ich mir auch, oh mein Gott, was hast du denn jetzt verstellt? Dann kann man auf Auto drücken und zack, es springt dann zurück. Also das ist wirklich ein Lebensretter für die Leute, die Anfänger sind, so wie ich. Genau. Ich kann euch gerne mal ein paar Fotos, auch Vergleichsfotos jetzt reinpacken und auch Videos. Ich bin, wie gesagt, von der Kamera her, vom Kamerasystem her eigentlich super zufrieden. Und ganz wichtig ist der sehr gute Augenautofokus. Das ist Echtzeit-Autofokus der Augen. Das heißt, das Kamerasystem fokussiert die Augen von Menschen und auch von Tieren, sodass man immer im Fokus bleibt, sodass man immer scharf gestellt ist. Das gefällt mir sehr gut. Also von daher, mit der Kameraleistung bin ich zufrieden. Kann ich nichts Negatives sagen. Hier ist jetzt 4K 30 beim Galaxy Note 20 und Cinema Pro, das heißt 4K 24 FPS beim Xperia. Bin gespannt, wie das ganze Ergebnis aussehen wird. So, dann würde ich sagen, kommen wir zur Leistung dieses Gerätes. Wie gesagt, wir haben hier einen Snapdragon 865 gepaart mit 8 GB RAM und dieses Handy hat zu keinem Zeitpunkt geruckelt. Das ist auch in Verbindung mit den 120 Hertz Wiederholrate absolut ein super Erlebnis, dieses Gerät zu bedienen. Es ist wirklich mega flüssig, die Animationen sind super. Dazu kommen wir im Software-Teil nochmal, dass es sehr Pixel-Launcher-mäßig aufgebaut ist, also ich kann mich absolut nicht beschweren, was die Leistung angeht. Und vor allem bei Spielen, jetzt Call of Duty ist ein angepriesenes, beworbenes Spiel. Sony wirbt damit, dass sie mit E-Sportlern dieses Spiel optimiert haben. Oder quasi mit Hilfe von E-Sportlern haben sie dieses Gerät für dieses Spiel optimiert. Was heißt denn das? Also, wir haben eine Bildwiederholrate von 120 Hertz, allerdings kann dieses Display 240 Hertz, das heißt wirklich 240 Mal pro Sekunde, das Bild stabilisieren und es hat auch eine 240 Hertz Touch-Scan-Rate. Das heißt, es scannt 240 Mal pro Sekunde, ob irgendeine Touch-Eingabe erfolgt. Und all die jetzt solche, Shooter-Spiele spielen, wissen ganz genau, dass es manchmal auf Minisekunden ankommt und man ist mit diesem Gerät wirklich im Vorteil, ne? Weil man einfach eine so hohe Touchscan-Rate hat, sodass eine Eingabe einmal abfeuern einfach viel schneller erkannt wird als ein normales Gerät. Also das muss man Sony echt lassen, das haben sie gut hinbekommen. So, also Leistung können wir abhaken, da ein Haken dran, gar keine Probleme, überhaupt nicht, ne? Dann kommen wir zum Punkt Software, können wir direkt darüber gehen. Softwaretechnisch, wie gesagt, ganz stark an den Pixel Launcher angelehnt. Auf der linken Seite haben wir Google Discover. Wir haben hier unsere App-Übersicht. Wir haben hier unsere Google-Suche. In
ein ganz, ganz schlankes System. Da waren einige Bloatware-Apps drauf, leider Gottes, ja, wie Facebook oder Tidal oder Netflix. Kann man deaktivieren, nicht komplett deinstallieren, aber gut, ist halt so. Allerdings, was mich gewundert hat, ist, ich habe das auch nochmal separiert, das sind alles Google-Apps, wo Sony die Google Apps übernimmt. Das heißt, Sony ist nicht hingegangen und hat seine separaten Apps draufgepackt, sondern sie benutzen wirklich die Google Apps. Ne? Für Nachrichten, Telefon, Uhr, Rechner, File Manager, Kalender, ihr seht es. Also wirklich, eigentlich könnte ich sagen, das ist eine Google Play Edition. Wirklich, fast schon wie ein Pixel-Gerät. So schlank und so gut ist das System abgestimmt. Wie gesagt, schade ist einfach nur gewesen, dass ein paar Bloatware-Apps installiert waren. Die hat man einfach deaktiviert und gut ist. Also von der Software her bin ich mega zufrieden. Guckt euch mal diese Animation an. Butterweich. Und ihr seht's. Diese Animation ist einfach hervorragend. Gefällt mir sehr. Genau, das war's zum Punkt Software. Achso, eins kann ich noch zur Software sagen. Dieses Gerät wurde ja herausgebracht mit Android 10. Jetzt sind wir mittlerweile bei Android 11. Das heißt, ein Software-Upgrade haben wir bekommen. Bei Sony bin ich mir nicht sicher, ob jetzt mit dem nächsten Upgrade auf Android 12 Schluss ist oder ob sie noch eins drauflegen werden. Das weiß ich nicht. Das wollte ich aber erwähnt haben. Eventuell ist mit dem nächsten System-Upgrade, also mit dem OS-Upgrade Schluss. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum Punkt Akku. Dieses Gerät hat einen 4000 mAh starken Akku und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr alle den Stamina-Modus von Sony. Der ist ja berühmt-berüchtigt, der ist sehr gut und wir haben auch eine Batteriepflege, komme ich auch gleich dazu. Also, die Akkulaufzeit mit diesem Gerät hervorragend. Ich bin absolut zufrieden damit. Ich komme wirklich auf 5 Stunden Screen-on-Time bei, ich sag mal, verhältnismäßig kleinem Akku heutzutage. 4000 mAh ist jetzt nicht so viel. 5 Stunden Screen-on-Time, absolut kein Problem. Ich hatte wirklich im Testzeitraum keinen einzigen Tag, wo ich Angst hatte, dass ich nicht über den Tag komme. Wirklich sehr, sehr hervorragend. Gefällt mir. Also für meinen Verwendungsfall ist das absolut ausreichend. Und wenn man mal wirklich knapp sein sollte, hat man immer noch den guten Stamina-Modus. Der ist wirklich Gold wert. Und Sony ist auch der einzige Hersteller, der hingeht und so eine Funktion einfügt, Batteriepflege. Passt mal auf, reduziert die Zeit, in der der Akku fast vollständig geladen ist, um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen. Sony geht hin und sagt, sie garantieren quasi einen einwandfreien Akku selbst nach Nutzung von 2 Jahren. Dadurch, dass sie die Batterie pflegen mit dieser Funktion, mit diesem System. Wie gesagt, zur Batterielaufzeit kann ich nur Positives sagen, Haken dran. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Features. Erstes Feature ist die Staub- und Wasserfestigkeit nach IP65 und 6.8. Wir haben hier bei dem Gerät kein Gorilla Glass Victus verbaut, also nicht das neueste, sondern ein Vorgänger, eine Vorgängerversion, Gorilla Glass 6 und 6. Dann haben wir Wi-Fi 6, 5G haben wir verbaut. Wie gesagt, ein Feature ist natürlich der 3,5 mm Headphone Jack mit Hi-Res Audio, Dolby Atmos wird auch unterstützt. Dann haben wir natürlich die Frontlautsprecher, wie schon bereits erwähnt, Dolby Atmos auch. Und wir haben natürlich die Unterstützung beziehungsweise die Möglichkeit von PS, also PlayStation Remote Play. Wo ist die App? Gucken wir uns das mal an. Da, PS-App. Das heißt, die PlayStation läuft, man muss mal kurz wohin, nimmt man einfach das Gerät mit und kann weiterspielen, da wo man quasi sich dann befindet. Also sehr, sehr gut. Und dann natürlich noch ein Feature, was wir auch schon uns angeguckt haben, die dynamische Vibration. Also für mich jetzt kein super Feature, aber es ist halt da und muss erwähnt werden. Genau, dann haben wir noch die Google Assistant Taste. Was passiert denn, wenn wir sie doch mal betätigen? Tada,
startet. Also muss nicht sein. Ich würde eigentlich schon sagen, Sony, lasst das Ding weg bei der nächsten Generation. So. Ach ja, was ich beim Punkt, gut, das kann man auch mit Features verknüpfen, dann fehlt es halt eben. Was ich beim Punkt Akku vergessen habe, ist einfach Wireless Charging. Ist kein Feature, fehlt, was sehr, sehr schade ist, denn ich lade meine Geräte oft wireless, also kabellos auf. Wir haben hier Bluetooth in der Version 5.1 verbaut und auch USB Typ C in der Version 3.1. Von der Konnektivität, von der Verbindung her ist das Gerät sehr gut und auch Telefoniefunktion. Ich hatte zu keinerlei irgendwelche Beschwerden von Gesprächspartnern, die gesagt haben, dass es schwer zu verstehen sei. Also wirklich absolut gut. Von daher bin ich sehr zufrieden. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt endlich zum Fazit dieses Gerätes. Ich hatte ja anfangs die Frage gestellt, ist dieses Gerät wirklich nur für Fotografieliebhaber, Filmliebhaber, Gamer, also nur für die genannte Gruppe, oder ist es ein massentaugliches Gerät? Hier, ich gehe da hin und sage, dieses Gerät ist massentauglich. Es ist eigentlich für jedermann, der ein wirklich sehr, sehr performantes, ein sehr, sehr starkes Flaggschiff in kompakter Bauweise haben will. Es ist für jedermann, der ein kleines Gerät, ein starkes Gerät sucht. Und mittlerweile sind die Straßenpreise, ich glaube Amazon hat das Gerät jetzt hier 2 Wochen lang für 599 € angesetzt. Also unschlagbar für zwischen 500 und 600 € so ein kompaktes, leistungsstarkes Gerät. Wirklich könnt ihr nur zuschlagen, hätte ich jetzt gesagt. Ich kann das Gerät wirklich nur empfehlen. Ihr müsst, wie gesagt, nur mit den beiden Abstrichen, ja, maximale Helligkeit ist halt liegt ein bisschen unter anderen Flaggschiffen und die vibrierende Rückseite und das fehlende Wireless Charging. Die 3 Punkte hätte ich jetzt genannt. Wenn ihr damit klarkommt, könnt ihr dieses Gerät wirklich sehr, sehr gerne kaufen, denn ihr werdet es nicht bereuen. Super Gerät. Und damit bin ich am Ende dieses Videos. Es ist wieder länger geworden, aber ich denke, dieses Gerät verdient es, so ausführlich besprochen zu werden, denn es ist ein sehr gutes Gerät. Und Sony, ich freue mich, dass ihr den Smartphone-Markt nicht verlassen habt, so wie LG es getan hat, denn ihr seid auf dem richtigen Weg und mit ein paar Verbesserungen werdet ihr dann noch viele schöne, gute Smartphones rausbringen. Da bin ich mir sicher. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und tschüss.